Ich bin Rick von Abbey Games und das ist Renowned Explorers, das Spiel, an dem wir momentan arbeiten. Es kommt am 2. September raus, also etwa einen Monat von der Gamescom jetzt. Renowned Explorers ist ein Strategie-Adventure-Spiel, in dem man eine Crew Erforscher im Zeitalter der Erkundung, dem 19. Jahrhundert, steuert, während man durch die Welt reist, Schätze findet und all diese verrückten Abenteuer erlebt. Also springen wir gleich rein. Jedes Mal, wenn man ein neues Renowned Explorers Spiel startet, erstellt man seine ganz eigene Crew. Eine Crew besteht aus einem Kapitän und 2 Crewmitgliedern. Und man wählt von einer Auswahl von 20 Charakteren, die in 4 Klassen eingeteilt sind. Die Forscher, Aufklärer, Kämpfer und Redner. Also ich mag den Typ. Er ist ein Kämpfer, aber eigentlich ist er ein netter Typ. Und er ist sehr nützlich, wie wir gleich sehen werden. Ich wähle... Was willst du gerne sehen? Aus dieser bunten Auswahl Charaktere. Ich bin ja ein friedlicher Typ. Ich ziehe einen Forscher vor. Oder, ja. Von den Forschern denke ich, müsste Gabriele die friedlichste sein. Okay, der Rest ist ein bisschen verrückt. Aber sie ist tatsächlich richtig nett, sie liebt Pläne, sie ist eine sehr gute Archäologin. Und als erstes nehme ich jemand für große Distanz. Ich nehme die türkische Bogenschützen, Hetice. Und ich starte mein Abenteuer. Also ist die Geschichte unterschiedlich, abhängig von... Ja, sehr unterschiedlich. Ich werde es gleich sehen. Wir werden direkt in unsere erste Expedition starten. Jede Expedition im Spiel wird prozedural generiert und mit unterschiedlichen Arten von zufälligen Handlungsereignissen ausgestattet. Und abhängig von der Art der Charaktere, die ich in meiner Crew habe, kann ich die aufkommenden Probleme auf unterschiedliche Arten lösen. Aber es sind normalerweise ähnliche Arten von Problemen, die du bekommst, aber du hast unterschiedliche Möglichkeiten, sie zu lösen? Beides das und ja und nein. Manchmal kommen die gleichen Zufallsereignisse auf, aber ich meine, dieses Hochland, das ich gerade generiert habe, meine erste Expedition, das schottische Hochland, wird beim nächsten Mal ganz anders sein. Ich könnte ganz andere Feinde hier treffen oder ganz andere Umgebungen. Der einzige wiederkehrende Faktor ist, dass es immer in Schottland sein wird. Also jedes Mal... Jede Expedition ist voll mit dieser Art kleiner Handlungsereignissen. Und jetzt sieht es so aus, als ob diese Dorfbewohner ein Theaterstück über Wikinger aufführen und sie fragen mich, ob einer meiner Crew mitspielt. Und jetzt kann ich auswählen, wer soll mitspielen. Und ich kann sagen, Victor hier hat einen richtig schönen Bart und deswegen sind seine Aussichten auf Erfolg recht hoch. Also nehme ich ihn. Jetzt entscheidet der Zufall, ob es klappt oder nicht. Und hier hat es geklappt. Also scheint Victor ein erfolgreicher Schauspieler zu sein. Seine Werte sind gestiegen. Er ist jetzt sogar besser darin, Leute zu überzeugen wegen seiner Schauspielleistung. Und ich bekomme Ressourcen. Also während der Expedition mein ultimatives Ziel ist, ich versuche dieses Wikingerboot zu entdecken. Um dahin zu kommen, habe ich 7, jetzt noch 6 Vorräte übrig. Also muss ich meine Züge wirklich planen. Ich will versuchen, so viele Ressourcen wie möglich und so viele Schätze wie möglich zu finden, bevor ich den finalen Schatz finde und die Expedition verlasse. Wenn dir die Vorräte ausgehen, musst du dann von Null anfangen? Es ist tatsächlich nicht ganz so hart. Wenn dir die Vorräte ausgehen, deine Charaktere bekommen massive Einschränkungen, während sie anfangen irre zu werden und krank von der fehlenden Nahrung. Das hier ist ein einfaches Ereignis. Ich bekomme einfach Ressourcen von diesem isländischen Kundschafter. Jedes Mal, wenn ich wähle, wohin ich gehe, siehst du da diese winzigen Symbole neben jedem Ort. Ich kann sozusagen Informationen darüber, was mich erwartet, erahnen. Also hier drüben habe ich bemerkt, dass wahrscheinlich ein Schatz verfügbar ist. Ich versuche, den zu bekommen. Ich gehe in dieses Haus und da ist eine Versammlung des Wikinger-Komitees. Und wieder muss ich wählen, welcher Charaktere mit den Wikingern redet. Und wieder hat Victor einen sehr schönen Bart. Es war also gut, ihn mitzubringen. Lass uns sehen, ob es klappt. Oh nein, es ist fürchterlich schief gegangen. Victor passt nicht zu den Wikingern, aber den Vorsitzenden scheint das nicht zu stören. Er holt mir trotzdem einen Schatz.
Aber das ist nicht so gut, wie was ich bekommen hätte, wenn ich die Herausforderung bestanden hätte. Also abhängig von den Charakteren, die man mitnimmt, können Ereignisse in eine ganz andere Richtung gehen. Das ist natürlich nur einfache Beispiele, aber du kannst spezielle, seltene Begegnungen finden und einzigartigen Feinden begegnen, je nachdem, welche Charaktere du in deiner Crew hast. Die Grafik sieht eher einfach aus, wie bei einem Smartphone-Spiel. Wir haben eine Art von Disney-artigem Stil. Wir haben also sehr detailreiche, gemalte Hintergründe und sowas wie einfache Cel-Shaded Charakters. Wir sind exklusiv für PC, Mac und Linux, also versuchen wir wirklich, die Kernmechaniken zu vermischen mit umsetzbarer Grafik. Ich bin selbst einer der Künstler und wir haben tatsächlich sehr bewusst versuchen, unseren Kunststil so umsetzbar wie möglich und freundlich wie möglich zu gestalten. Jetzt haben wir eine unserer taktischen Kampfbegegnungen gestartet und diese sind sozusagen der Kern von dem Spiel. In jeder Begegnung hat man eine Gruppe von Feinden, die etwas von einem wollen. Aber in den meisten Spielen, wenn man eine taktische Begegnung hat, geht es ums Kämpfen. Du weißt, man hat sich gegenseitig mit Schwert und Zeug. Aber das ist nicht der Fall bei uns. Wir wollten die Idee von Diplomatie nehmen und Arten mündlicher Lösungen und diese dann so taktisch wie möglich machen. So taktisch wie Begegnungen in anderen Spielen. Also diese Feinde, wie du hier sehen kannst, haben eine Haltung so wie ich. Wir nennen das haltungsbasiertes Spielverhalten. Und an diesem Punkt sind sie freundlich. Sie sind also recht nett zu mir. Aber sie sind nervig. Sie wollen, dass ich bleibe. Sie wollen, dass ich aufhören zu erkunden und stattdessen bleibe und mit ihnen trinke. Also werde ich versuchen... Was denkst du? Soll ich versuchen, sie freundlich zu überzeugen, dass ich wirklich weiter sollte, oder soll ich sie verhauen? Nein, du solltest sie überzeugen. Okay, das mache ich dann. Hatis hier ist tatsächlich nicht gut darin, aber lass uns sehen, was passiert. Also, du wirst bemerken, dass wir momentan beide freundlich sind, was zu dieser angenehmen Atmosphäre führt. Die Atmosphäre einer Begegnung kann sehr wichtig sein für die Taktik in dem Spiel, weil gerade jetzt, weil wir gerade so freundlich sind, bekomme ich einen Schadensbonus, wenn ich zuschlagen würde. Einfach weil er es nicht kommen sah. Weißt du, wir haben eine nette Unterhaltung und plötzlich werde ich aggressiv. Ich wäre sehr plötzlich. Sein Wille wurde etwas reduziert, aber wir hängen immer noch hier. Also versuche ich, seinen Freund zu überzeugen, aufzuhören, uns zu nerven. Ich bin super nett. Wir haben nicht wirklich einen LP-Balken, stattdessen haben wir etwas, das nennen wir Geist. Es ist in etwa der Wille des Charakters weiter zu versuchen, die andere Partei zu überzeugen. Und weißt du, die anderen Typen werden ganz schön nervig, also werde ich sie verhöhnen und ihm sagen, er soll hier raus. Ich nenne ihn eine Schnecke. Er ist super verwirrt wegen all dem, weil wir waren so nett vorher. Er ist so durcheinander, dass er tatsächlich wegrannte. Und wie du sehen kannst, meine Haltung hat sich gewendet zu doppelzüngig, weil ich so gemein bin. Und abhängig von der Begegnung, manche Feinde sind sehr stark gegen einen freundlichen Ansatz, während andere... Also siehst du, dass weiterhin versuchen, nett zu sein, aber an diesem Punkt, weißt du, bin ich all in gegangen. Ich werde extra doppelzüngig sein und meine Zunge rausstrecken, was leider völlig schief ging. Gabriella ist ein super nettes Mädchen, sie ist also sehr schlecht darin, böse zu sein. Also, manche Gruppen haben bestimmte Vorteile. Hatis ist ein sehr starker Charakter, wenn man voll auf aggressiv geht. Sie kann ihren Bogen verwenden, um tonnenweise Schaden auf große Distanz zu verteilen. Und wie du jetzt sehen kannst, ich wurde aggressiv. Abhängig von der Stimmung kann ich verschiedene Taktiken nutzen. Der freundliche Ansatz wäre jetzt nutzlos gegen meine Aggression, also mache ich auf dem Pfad weiter und überlasse Victor den hoffentlich letzten Schlag. Nicht ganz, aber ich kriege ihn. Jetzt klappt es vielleicht. Jetzt ist er angepisst. Er verliert sich tatsächlich und rennt weg.
Also haben wir einen aggressiven Sieg geschafft. Abhängig davon, wie du Begegnungen löst, kann die Geschichte in völlig andere Richtungen gehen. Jetzt gerade habe ich die armen Dorfbewohner, die sehr nett zu mir waren, einfach zusammengeschlagen. Und wie du siehst, liefen sie weinend davon. Aber wenn ich wirklich nett zu denen gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht etwas bekommen. Also ich glaube, ich bin nicht sehr gut in meinem eigenen Spiel. Erzählen die jetzt auch anderen Leuten, dass du böse bist? Ja, mein Ruf ist sehr wichtig. Wenn ich zurück in die Zivilisation gehe und ich habe vorher Einheimische verprügelt, dann wissen die Leute in London. Und sie können mir ihre Dienste verweigern. Oder ein paar fiese Leute können mir besondere Dienste anbieten wie, hey, du bist ein Böser, so wie wir. Weißt du, wir kommen zu dir. Also ich werde nun tatsächlich schauen, ob ich den finalen Schatz finde und die Expedition beenden kann. Also da es die erste Expedition in unserem Spiel ist, am Ende werden wir immer den Hauptantagonist des Spiels vorgestellt. Deinem Rivale, der Trottel Rivaleux. Und er hat seine eigene Entdecker-Crew, die ihr Bestes tun werden, um uns davon abzuhalten, zu dem Schatz, den wir haben wollen, zu bekommen. Also muss ich mich verteidigen. Ich bekämpfe einen von Rivaleux Lakaien, welcher einen angreift, ist zufallsbestimmt, also ist es schwer, sich darauf vorzubereiten. Jetzt siehst du, zu Beginn der Begegnung sehen wir, worum es geht. Du weißt, was in der Begegnung passieren könnte. Also in dieser siehst du, wenn ich freundlich zu Tommy bin, denkt er, ich bin nett. Tommy ist der Böse hier. Aber wenn ich gemein bin, dann haut er einfach ab. Und wenn ich ihn im Kampf verhaue, dann wird er von meinen Fähigkeiten imponiert sein. Also abhängig von meiner Gruppe kann ich mich entscheiden, dafür etwas zu tun, dass die Handlung in eine Richtung geht, die mir gefällt. Also tatsächlich versuche ich nett zu ihm zu sein. Schau, ob das funktioniert. Dies sind einige seiner Lakaien. Wir versuchen uns um die zu kümmern und zu überzeugen, sich uns stattdessen anzuschließen. Sie laufen also zu den Seiten der Arena und sie feuern mich an. Und abhängig davon, wie ich meine Crew aufwerte, können Feinde, die mich anfeuern, mir starke Bonis geben. Taktisch manövriere ich meine Kämpfer nach hier. Es wird langsam spät mit der Zeit. Ja, tut mir leid, du solltest Dinge rausschneiden, wie die Laufburschenphase und sowas. Ist was folgt sehr interessant? Dann machen wir weiter. Ja. Ja, okay. Ich könnte hier eigentlich einfach raus und schauen, dass ich dir den großen anderen Teil von dem Spiel zeige. Und dann können wir Schluss machen. Was wird das Spiel kosten? Das Spiel wird kosten... Wir sind uns da noch nicht sicher. Es ist schon auf Steam, aber wir nehmen noch keine Vorbestellung an, weil wir den Preis noch nicht festlegen konnten mit einigen Parteien. Es ist ein schwieriger Vorgang. Hast du einen Bereich im Kopf? Wir denken sowas irgendwo wie 15 bis 20 Euro. Okay? Das ist so grob die Spanne, an die wir denken, aber exakt wissen wir es nicht. Also keine Versprechen, leider. Jetzt, jedes Mal, wenn du eine Expedition beendest, gehst du zurück zu der Überwelt. Das ist jetzt die Weltkarte. Von hier aus planen wir die nächsten Expeditionen. Es gibt also eine ganze Bandbreite an Expeditionen. Für diese Demo haben wir nur 2 freigeschaltet, aber es gibt viele Expeditionen, auf die man gehen kann. Wie Ägypten oder Transsilvanien oder sogar die Bergspitzen von Shangri-La, also Fabelorte und so. Und hier in der Oberwelt können wir unsere Crew auf unterschiedliche Weisen aufwerten, wie durch den Kauf unterschiedlicher Technologien oder den Kauf von Gegenständen. Und voilà, das war das Wesentliche. Okay, vielen Dank. Das sieht interessant aus. Wir würden das Interview, oder vielleicht würden wir das Interview gerne auf YouTube veröffentlichen. Erlaubst du das? Definitiv erlaube ich das, deswegen trage ich dieses Mikrofon. Okay, danke.